In diesem Video befestigt mein Assistent eine Uhr an meinem neuen Elektrorollstuhl und ich erzähle ein wenig über die vierte Dimension, die Zeit. Die kleine Motorraduhr wird auf einem zurechtgeschnittenen Korken mit doppelseitigem Klebeband an meinem E-Stuhl festgeklebt. So kann ich, wenn ich unterwegs bin, selbst auf die Uhr schauen und muss nicht mehr nach der Zeit fragen. In meiner Wohnung hängt in jedem Raum eine Uhr, da ich schon von klein auf immer wissen musste, wie spät es ist. Wenn ich in der Nacht nicht auf den Wecker sehen kann, drehe ich fast durch und schlafe schlecht. Man kann sagen, dass ich immer die Zeit im Blick haben muss, sonst läuft sie mir davon. Zeit ist für mich kostbar, da ich nicht viel davon habe. Mein Alltag beansprucht viel davon, weil ich für alles länger brauche. Dadurch ist für mich jede Sekunde, die ich mit schönen Dingen verbringen kann, wertvoll. Vielleicht haben Sie es schon selbst erlebt. Wenn man etwas Schönes macht, wird eine Minute zur Sekunde. Wenn man aber etwas Unangenehmes machen muss, wird eine Sekunde zur Minute. Je öfter man dabei auf die Uhr sieht, desto langsamer verläuft die Zeit. Es gibt einen Grund für dieses Phänomen. In einer unangenehmen Situation hat man meist nur einen Gedanken: Wann ist es endlich vorbei? Dabei sieht man öfter auf die Uhr, so entsteht der Eindruck, dass die Zeit sehr langsam vergeht. Wenn man etwas Schönes macht, beachtet man die Zeit hingegen nicht. So entsteht das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht. In dieser Situation schaut man fast gar nicht auf die Uhr. Es gibt Situationen und Stellen im Universum, an denen die Zeit tatsächlich langsamer vergeht und zum Stillstand kommt. Je schneller man sich bewegt, desto langsamer vergeht die Zeit. Wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen könnte, sprich mit 299.792,458 Kilometern pro Sekunde, dann würde für einen die Zeit stillstehen. So könnte man in einem Wimpernschlag an jedem Punkt in unserem Universum sein. Anders gesagt, man könnte an jedem Ort im Universum gleichzeitig sein. In der Nähe von einem massereichen schwarzen Loch laufen die Uhren langsamer. Wenn man sich kurz vor dem Ereignishorizont eines schwarzen Loches befinden würde, bliebe für einen die Zeit sogar stehen. Man könnte in extremen Zeitraffer sehen, wie Sterne entstehen, sich aufblähen und verglimmen. Diese Geschwindigkeit und ein schwarzes Loch können wir mit der heutigen Technik, Stand 2022, nicht erreichen. Deswegen ist es wichtig, jede Sekunde bewusst zu erleben und seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Okay.